Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, der Professor Weineck, ehemaliger Trainingswissenschaftler und Trainingswissenschaftsprofessor, Sportbiologe der Universität Erlangen-Nürnberg, ist heute bei uns zu Gast. Er hat damals mit Wolfgang Güllich zusammen trainiert und hat ihn damals auch auf die legendäre Wetten-dass-Wette vorbereitet. Ja, und wir sind dann natürlich heute hoch erfreut, dass er uns besucht. Professor Weineck ist eine Koryphäe der Trainingswissenschaft. Seine Bücher Optimales Training, Sportbiologie, die auch ich damals quasi auswendig lernen musste, sind nach wie vor Standardwerke der Sportwissenschaft. Sie wurden in annähernd 40 Sprachen übersetzt und Professor Weineck ist ein weltweit anerkannter Experte auf diesem Gebiet. Ja, und abseits von allem trockenen trainingswissenschaftlichen Stoff interessiert uns natürlich vor allem auch, wie Professor Weineck damals die Zeit mit Wolfgang erlebt hat und was er da für Erinnerungen dran hat. Der Wolfgang war ein so bescheidener Athlet. Wir als Lehrkräfte wussten gar nicht, was wir da für ein Juwel im Hause haben. Und reiner Zufall im Gespräch, ich habe zum Beispiel immer ein bisschen Basketball-Korbleger von unten oder oben trainiert und habe ihn da so gefragt, was er so macht, wo seine Spezialgebiete sind. Und da bin ich erstmal nicht drauf gekommen, wusste aber immer noch nicht, dass das einer der Weltbesten ist. Der war so bescheiden und so unglaublich. An seiner Physis hat man zwar gesehen, er muss was Besonderes gewesen sein und so weiter. Und dann hat man hier und da trainieren sehen und dieses Trainieren war etwas, was jenseits von Gut und Böse war. Er hat Übungen gemacht, wo man gedacht hat, das ist nicht möglich. Also wir als Laien auf jeden Fall. Und dann war es so, dann sind auch hier und da Kletterer gekommen, lauter, schweigende, ruhige, introvertierte Kletterer, die also mit ihm Sachen gemacht haben, die man dann zufällig beobachtet hat. Man hat es gar nicht für möglich gehalten, was die da können, was die da so machen und so. Und dann kam der Kontakt zustande, dass wir also früher oder später auch über Gruber Schorsch, den er gekannt hat, war sein Semester, auch einer der Mitstudenten, dass wir irgendwie uns befreundet haben und so weiter. Er war dann auch bei uns noch und so weiter und hat unseren Kindern gezeigt mit seinen einfingigen Klimmzügen, wo man gedacht hat, es kann doch nicht möglich sein, dass das jemand schafft. Unsere Kinder haben wochenlang nichts anderes gemacht, als versucht, überhaupt Klimmzüge zu schaffen, weil ich gesehen habe, der schafft es einfingig und das Ziel war von allen, den einfingigen Klimmzug irgendwann zu können. Und also es ist alles so ein Kennenlernen von einem Wesen, das wir überhaupt nicht ermessen konnten, welche Dimension, welche Person das war. Und auch wenn er immer erzählt hat, er war so extrem zurückhaltend. Er hat also nie, wenn man denkt, welchen Ruf er gehabt hat, darauf hingewiesen, sondern hat einfach nur so erzählt oder hat zum Beispiel auch mir unendlich viele Fotos zur Verfügung gestellt, wo ich gesagt habe, das kann ich in Vorlesungen brauchen und so weiter. Er war ein unglaublich außergewöhnlicher Mensch in jeder Hinsicht. Er war ja der Erste, der irgendwelche Bretter irgendwo im Kraftraum hat anbringen lassen, mit Leisten, wo ich mal gedacht habe, für was sollen diese Leisten gut sein? Die waren rund teilweise. Wo man gesagt, ich habe probiert, mich dahin zu hängen oder bloß mal überhaupt den Ansatz davon, das ist ja unmöglich. Dann hing eben der dort und dann hat er so Hangübungen gemacht und dann auch immer so, dass er also jeden Finger einzeln trainiert hat, also auch schon vorausschauend, weil man ja später in der Trainingslehre zeigen konnte, dass alles, was einarmig ist, effektiver ist als das, was beidarmig ist. Und alles, was einfingig ist, besser ist als gesamtfingerig und so weiter. Und der hat das alles scheinbar aus seinem Verständnis heraus schon gemacht, was später dann wissenschaftlich belegt worden ist, dass das effektiver ist. Das heißt also, er muss eine innere Motivation gehabt haben. Bei manchen Athleten muss man sagen, mach dies, mach jenes. Am Wolfgang hat man nie sagen müssen, mach dies oder jenes, oder er hat gefragt, wie können wir es variieren oder so in diesen Details. Aber er war immer einer, der von innen heraus motiviert war, in höchstem Maße motiviert, immer wieder ins Jenseits praktisch gegriffen hat und immer wieder Herausforderungen gesucht hat, die also ein Stückchen weitergegangen sind. Gell? Und es lief ja letztendlich darauf hinaus, auf eine relativ kletterunspezifische Übung, diese einarmigen Klimmzüge zu verbessern. Und da muss man halt einarmig arbeiten und man muss die Teilkomponenten dieser einarmigen Arbeit praktisch Stück für Stück erarbeiten über einen langen Zeitraum. Es waren ja über 2 Monate, wo wir das vorbereitet haben. Und der Wolfgang ist ja sehr, sehr ein präziser Vorausarbeiter gewesen, der gesagt hat, das Problem besteht und da will ich mich da vorbereiten, gezielt und so weiter.
Und wie ist es normalerweise für einen Felskletterer, ist der einarmige Klimmzug oder der einfinige Klimmzug existenziell wichtig oder wie siehst du das? Ein einfinniger Klimmzug ist nicht unbedingt notwendig. Das ist ein Abfallprodukt des allgemeinen Trainings, das der Freikletterer als Spezialist durchführen muss. Der Freikletterer muss ganz speziell die Finger trainieren, deswegen hat er eben starke Finger. Und für mich persönlich ist es eigentlich gar kein Unterschied, ob ich jetzt einen einarmigen oder einen einfinnigen Klimmzug mache. Wir werden uns diese Schlinge hinhängen und wir schauen momentan Ist-Wertbestimmung, was schafft der Wolfgang Güllich im Moment. Und dann schauen wir, was er im Januar schafft und wir werden spezielle Strategien entwickeln, wie wir dieses Ziel erreichen können. Wir gucken uns die Bewegung jetzt ganz genau im Detail an und schauen jetzt mal, wenn wir ein Trainingsprogramm entwerfen wollen, vor welchen Problemen wir stehen. Zuerst einmal so eine anatomische Analyse, dass wir sehen, wenn du einen Klimmzug machst, welche Muskelgruppen sind in welchen Winkelstellungen tätig und wie müssen wir es dann anstellen, dass wir im Training die Muskelgruppen, die tätig sind, besonders schulen können, dass wir unter Umständen sehr gut trainierbare Muskelgruppen besonders belasten und schlechter trainierbare Muskelgruppen weniger belasten. Und deswegen werden wir hier mal dich dann hinhängen und mal schauen, wie das bei dir ausschaut und wir achten auch genau darauf, welche Muskelgruppen, die scheinbar mit dem Klimmzug nichts zu tun haben, dennoch eine ganz wichtige Rolle bei dem Vorgang spielen. Wir werden uns das gleich anschauen. In der atomrhythmischen Bewegungsanalyse kann man feststellen, dass zu Beginn der Bewegung vor allem der Pectoralis major und der Latissimus dorsi für das Heben des Rumpfes und für das Beugen des Armes bzw. das Senken des Armes in die Waagrechte eine sehr wichtige Rolle spielen. Immer sind jedoch der Bizeps, der Musculus brachialis und der Brachioradialis für die Beugung im Ellbogengelenk mit beteiligt. Wir schauen uns das in der Bewegung an. Jetzt ist der Brustmuskel und der Latissimus dorsi am Ende ihrer maximalen Kraftentwicklung und jetzt ist es ausschließlich Sache der Beuger, die Bewegung bis zur vollständigen Beugung durchzuführen. Bei der jetzigen Zugübung wird der vorermüdete Musculus triceps brachii weiter ermüdet, aber im weiteren Vordergrund stehen der Pectoralis major an der Vorderseite und an der Rückseite spielt der Latissimus dorsi eine ganz besondere Rolle. Wir ermüden also weiterhin den Pectoralis major, den Latissimus dorsi und den Musculus triceps brachii, die alle als Armsenker tätig sind. Nach der Vorermüdung der Hauptarmsenker wird jetzt einarmig trainiert bis zum Erreichen der Grenzkraft. Wird der einarmige Klimmzug alleine nicht mehr geschafft, unterstützt der Trainingspartner die Bewegung bis zu einer Wiederholungszahl von 8 bis 12 maximalen Wiederholungen. Hierbei wird ein maximales Muskelquerschnittszuwachsmoment erreicht. Was hast du denn jetzt für Gefühle gehabt nach diesen Serien der Vorermüdung? Total erschöpft. Ich bin jetzt fix und fertig und zwar war ja ganz klar, dass ich jetzt überhaupt keinen Klimmzug mehr schaffe. In dieser einarmigen Form, sondern es war mir jetzt nur noch mit Unterstützung möglich. Das dreht sich. So Wolfgang, du hast jetzt 3 Wochen trainiert. Wir werden uns nachher anschauen, was du trainiert hast, wie du trainiert hast und was du alles für Hintergedanken gehegt hast. Mein Trainingsprogramm in den letzten 3 Wochen hat so ausgesehen, dass ich jeden zweiten Tag trainiert habe. Ich habe immer damit angefangen, speziell die Übung an den Anfang zu setzen. Je 3 Wiederholungen habe ich da probiert, einarmige Klimmzüge zu machen und danach die statische Belastung. Beim einfingerigen Hängen habe ich dann trainiert und dann bin ich fortgefahren mit dem Vorermüdungsprinzip Training, habe da die Trizepsübungen am Barren gemacht, Stützübungen und dann diese Überzugübungen für die Brust. Bin dann an das desmotromische Gerät gegangen, habe den Bizeps speziell trainiert und dann habe ich mit Zusatzbelastung, mit hoher Zusatzbelastung nochmal Klimmzüge gemacht, so viel ich gekonnt habe und davon jeweils 3 Intervalle. Die Stunde der Wahrheit, wir schauen nach 3 Wochen, wie es ausschaut. Und es geht los. 1, 2, 3, 3 3/4,
Was würdest du für die Trainingspraxis sagen, von der Steigerung der Belastung her, von der Intensität her? Dass man das kontinuierlich und langsam systematisch aufbaut und nicht explosiv jetzt hohe Gewichte nimmt und man sich nicht von einem Tag auf den anderen extrem steigern soll, sondern immer ein Niveau stabilisieren und dann darauf aufbauen und das über Jahre hinweg systematisch eben betreibt. Gut. So mein Trainingsprogramm beende ich dann immer mit beidarmigen Klimmzügen mit extremer Zusatzbelastung, weil es eigentlich die Methode war, durch die ich den einarmigen Klimmzug gelernt habe. Das ist schon einige Jahre her, da war ich noch in der Schule und fürs Klettern habe ich eben damals nur beidarmige Klimmzüge trainiert und fixieren in bestimmten Winkelstellungen als statische Belastung ist ja eine ganz hohe Intensität. Und plötzlich habe ich dann festgestellt, dass ich da schon leicht ziehen kann und damals habe ich mit meinem Lehrer gewettet, dass der einarmige Klimmzug möglich war. Mein Sportlehrer hat nämlich eben, ist davon ausgegangen und er hat mir gesagt, dass einarmige Klimmzüge anatomisch unmöglich sind. Und ich gedacht, naja, nachdem ich mich da jetzt schon leicht bewegen kann, an einem Arm wird es wohl auch noch exakt trainierbar sein. Habe ich angefangen Zusatzgewichte zu nehmen und dann war es nach einiger Zeit eben möglich, einarmig ganz zu ziehen. Das Ganze kann man dann auch noch mit verschiedener Griffbeuge machen. Das ist natürlich schwieriger. Und außerdem habe ich das auch immer im Kammgriff trainiert. Weil das ja die Griffposition ist, die fürs Klettern gebraucht wird. Und dann ganz zum Schluss noch ein ganz spezielles Problem. Wie schaut es denn aus ernährungsmäßig? Du hast gesagt, wenn du 5 Kilo weniger hättest, würde es anders ausschauen. Wie stellst du dir das vor mit der entsprechenden Strategie? Ja, ganz einfach. Ich muss 5 Kilo abspecken, also 5 Kilo leichter werden. Jetzt im Winter ist man von Haus aus wahrscheinlich ein bisschen schwerer, vor allem jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen. Und ich stelle mir vor, dass das eigentlich ganz gut gehen müsste, weil zu meiner Top-Zeit im Frühjahr oder im Sommer, wenn ich zum Klettern gehe, da wiege ich immer 5 Kilo weniger als jetzt im Moment. Ja, wenn gut. ich die schwierigsten Routen durchsteige. Ja, dann können wir annehmen, dass du fürs Fernsehen auch immer 5 Kilo extra abnimmst, um bei Wetten das gut abzuschneiden. Mache ich dann jetzt so eine negativ dynamische Übung mit enormem Zusatzgewicht, das ist 50 Kilo. Wir haben das Ganze schon mal als Maximalkrafttraining für die statische Haltekraft der Finger gemacht. Da bin ich ganz zufrieden, muss das im Moment nicht trainieren, weil ich da am vordersten Fingerglied hängend mit 175 Kilogramm 3 Sekunden habe hängen können. Und ich mit der Maximalkraft also soweit schon recht zufrieden bin. Ich will jetzt hier mal kurz dieses negativ dynamische Training demonstrieren mit 50 Kilo Zuladung. So. Steigt man so hier an diesem Rost hoch und lässt sich dann langsam den Zug ab. Davon habe ich gegen Ende des Programms immer eine Serie gemacht. A8 bis 12 Wiederholungen. Und im weiteren Verlauf will ich das also auch steigern. Nochmal eine Woche lang als Muskelzuwachstraining auf 3 Serien. In den letzten 2 Wochen habe ich nahezu jeden zweiten Tag trainiert, ab und zu auch nur jeden dritten, nachdem ich dann ziemlich ausgeschöpft war. Und sobald ich gemerkt habe, dass ich mich nicht mehr richtig steigern kann, ich habe ja am Anfang immer den Maximalkrafttest gesetzt, habe ich dann 2 Ruhetage angeschlossen. Du hast jetzt nochmal maximal ranzugehen und versuchst das optimale Tempo für die Bewegungsausführung zu finden. Und jetzt gehen wir ran. Bärenstark. Ja.
Ja, toll. Schöpfen dich mal völlig als aus. Du probierst immer den Bewegungsablauf zu wiederholen, bis du nicht mehr zusammenkriegst, dann entlasten wir und du machst dann wieder weiter. Ja. Mach ruhig weiter, noch einen hin und ruhig hängen und noch einen hin, soweit du kannst, jawohl, und jetzt genügt. Jetzt gehst drauf und die dritte Serie, du schaust wieder, auch wenn es unsauber wird, so viel wie jetzt noch geht. Ja! Den letzten ziehst du mal auf und halten. So, 10 Kilogramm. Wir schauen auf die Uhr, wie die zeitliche Belastung ist. Fertig machen, los geht's. Ja, prima. Schon voll im Übersäuerten. Das ist die Restrechnung. Weiter geht's, weiter. Noch mindestens 3. Ja, nur noch 2. Ja, und jetzt dann den letzten. So, Wolfgang, Test Nummer 2 nach 5 Wochen Training. Wir schauen, welche maximale Wiederholungszahl du momentan schaffen kannst. Wir bitten zur Kasse. Eins, 2, 3, 4, 4 3/4. Ohne diese Mentalität könnte kein Kletterer besser werden wollen. Es muss immer gehen und er wird Dinge machen, wo andere sagen, das ist ja verrückt. Aber es sind die Verrückten, die die Welt verändern. Es sind nicht die Biedermänner im Klettern, die also neue Ideen bringen, sondern diejenigen, die, wie er so selber sagt, fast im Jenseits arbeiten des Möglichen. Also der Wolfgang war jemand, der ein kompletter Athlet war, meines Erachtens. Denn er hat es nicht so wie der Jerry Muffet es so gemacht, dass er also praktisch nur alle seine Beuger trainiert hat, sondern er hat auch die Antagonisten mittrainiert. Er war ja Sportstudent, hat damit wahrscheinlich auch mehr theoretisches Wissen gehabt und hat dieses Wissen auch in sein Training mit eingebracht. Und er war jemand, der also sein Training sehr stark reflektiert hat, sodass ich glaube, auch als Sportstudent hat er so viele andere Dinge machen müssen mit Turnen, wo also automatisch ein Ausgleich, eine Vielseitigkeit da war, ob der Spiele gemacht hat und so weiter, was im Grunde mit seinem Klettern nichts zu tun gehabt hat, aber eben koordinativ in gesamthaft noch auf ein höheres Niveau gebracht hat vielleicht. Ich habe Wolfgang absichtlich auf die Sportanatomie rauf als Andenken für ihn, als, was weiß ich, für die Ewigkeit, Anführungszeichen, weil er für mich so ein exemplarisch fantastischer Mensch und Athlet war, dass ich gedacht habe, ich muss ihn mir verewigen. Und dann ist es natürlich auch extrem attraktiv, einen so von der Anatomie unfassbar gut gebauten Athleten, Sie sind natürlich in seiner Folge bei mir der Anatomie reinkommen, also so einen Athleten da zu sehen, allein ästhetisch ihn anzugucken, so wohl proportioniert. Ich glaube, jemand, der ihn kennengelernt hat, das ist einfach unvergesslich. Man trifft im Leben ja viele Leute und so weiter, aber wenige, die einen so beeindrucken, wie das beim Wolfgang der Fall ist. Denn diese Mischung zwischen so einem außergewöhnlichen Können und dann diesen schweigenden, also diesem philosophischen, würde ich fast sagen, Verhalten, auch so im Umgang mit anderen und so weiter, das war ja so aus. Ich habe ihn also nie wie in anderen Sportarten, ich will gar nicht von Fußballern reden, wie sie sich nach einem Tor darstellen. Das hat es beim Wolfgang nie gegeben, es gibt es in der Kletterbranche überhaupt nicht. Das ist eine unglaubliche, wie soll ich Darstellung einer fast Lebensphilosophie, und ich kann mir vorstellen, dass da Philosophen klettern, unausgesprochen, und auch untereinander dieser Austausch, der stattfindet. Es ist ein schweigender Austausch und es ist so viel Erfahrung wird in Kleinigkeiten weitergegeben. Und wenn man auf die Frage eingeht, warum ist es so?
er hat so Außergewöhnliches geleistet, er war seiner Zeit so weit voraus, aber nur im Zusammenhang mit seiner Persönlichkeit. Wie er einem gegenübergetreten ist, alle, die ihn gekannt haben, die können nicht vergessen. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn man ins Internet reingeht, dann sind ja immer noch Bilder und Videos da. Und dann sieht man, was der, was weiß ich, vor 20 Jahren gemacht hat. Dann ist das immer wieder eine Erinnerung, ist eine historische Gestalt, die also, was weiß ich, den Nobelpreis des Kletterns vielleicht verdient gehabt hätte. Und das vergisst man nicht, gell?